Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Ja, wir haben hier unsere neue Pinguinanlage für die Brillenpinguine im Juni eröffnet und mittlerweile, wie man so sieht, haben sie sich auch gut eingelebt. Wir haben hier jetzt 12 Brillenpinguine, die kamen ursprünglich aus dem Zoo in Bristol in England und haben sich jetzt halt gut eingelebt und kommen auch sehr schön schon an die Hand, was für uns ja wichtig ist, dass die auch schön mal, wenn es mal Vitamine oder Medikamente geben muss, dass sie dann auch versorgt werden können. Und was auch sehr schön ist, dass sich ein Pärchen schon gebildet hat. Das hat sich sogar in der Quarantäne schon auskristallisiert. Und wir haben hier dann direkt die Bruthöhlen genutzt und haben dann auch 2 Eier schon gehabt, haben sich in dem Sinne vorschriftsmäßig darum gekümmert, was aber gewesen ist, dass die halt in dem Sinne nicht befruchtet waren, weil die beiden Tiere auch eigentlich noch sehr jung sind. Ja, die müssen noch 1-2 Jährchen älter werden, aber das Verhalten haben sie schon ganz gut gezeigt und auch, dass sie sich abgewechselt haben. Der eine sitzt auf den Eiern, der andere geht fressen und dann tauschen sie, dann geht der andere fressen. Das haben sie alles schon richtig gemacht. Ja, unsere Anlage selber hat natürlich einen großen Wasserbereich, wo halt sehr viel geschwommen werden kann. Und für die Besucher natürlich auch schön, dass man Unterwasserfenster hat, dass man die Tiere auch unter Wasser schön beim Schwimmen oder für den Pinguin ja sozusagen das Fliegen. Ne? Pinguine können halt nur unter Wasser fliegen, da kann man das sehr schön beobachten. Und der Landteil halt im Hintergrund, dass man da schon ein paar Bruthöhlen hingesetzt hat, wo sie den Landteil oder wie so eine Art Küste dann auch schön nutzen können. Die Brillenpinguine suchen sich entweder Felsüberhang oder halt graben sich auch eine leichte Mulde, wo sie dann die auch ein bisschen auspolstern, jetzt mit Gräsern oder Schilf oder sowas, was die dann an den Küsten finden. Bei uns haben wir denen jetzt auch halt Schilfstängel und Gräser angeboten, die sie auch sehr schön genutzt haben. Ja, wichtig dabei ist natürlich, dass das Nest möglichst weit vom Wasser weg ist, damit die dann natürlich auch relativ trocken ins Nest gehen. Sonst wird halt zu viel oder könnte halt zu viel Schimmel entstehen, wenn das Nest zu nass wäre. Ja, man hat ja auch gesehen, dass unsere Pinguine an den Flügeln so ein bisschen bunt aussehen. Das ist halt demnach, damit wir sie halt schneller und besser auseinanderhalten können. Das macht dem Pinguin gar nichts. Das ist am Ende des Flügels auch im Schulterbereich dann angebracht. Dann sind halt verschiedene Farben für die Pinguine, dass wir die dann auch so ein bisschen auf Entfernung schneller unterscheiden können. Ansonsten hat natürlich jeder Pinguin sein eigenes Muster, wo die dann auch gut unterscheiden können. Aber wenn einer 5 Punkte oder 3 Punkte halt an der rechten Seite hat, das ist auf Entfernung schlechter zu sehen. Deswegen haben wir zusätzlich noch diese bunten Markierungen gemacht, einfach um die auseinanderzuhalten. Viele denken natürlich, klar, der Pinguin kommt mehr in kälteren Regionen vor, aber der Brillenpinguin ist halt wirklich der einzigste Pinguin, der sich Südafrika bis hin nach Namibia dann ausgesucht hat an den Küsten und auch schon mit wärmeren Gefilden klarkommt und dort halt dann auch große Kolonien hat, die zwar auch mittlerweile nicht mehr ganz so viele sind, es ist schon kritisch, die haben halt die südlichen Gefilde. Ne? Typisch für Pinguine, die sind alle im Süden, aber die im nördlichen Süden sozusagen. Bedroht sind sie halt in dem Sinne halt wieder mal durch den Menschen, weil zum einen, wenn der ganze Guano, der Dünger, also der Kot der Pinguine dann abgebaut werden will, dann stören sie die Kolonien oder halt
zum Teil auch durch Umweltverschmutzungen, ja, wenn jetzt wirklich irgendwas wieder im Meer ist. Die ganzen Kunststoffsachen im Meer machen die Pinguine natürlich auch zu schaffen. Und natürlich, ich sag mal, andere Feinde, andere Fressfeinde, die halt vom Menschen wieder, so wie beispielsweise jetzt Hunde oder so, dann eingeschleppt werden, die dann halt dann auch was dezimieren. Vergesst jetzt nicht den Kanal zu abonnieren.